Die Alhambra in Granada gehört eigentlich zwei unterschiedlichen Welten an. Sie wurde ursprünglich im 14. Jahrhundert als Residenz der letzten islamischen Herrscherdynastie auf spanischem Boden, der Nasriden, auf dem Burgberg über Granada erbaut und steht damit in der Tradition der islamischen Palastarchitektur in Südspanien, die bis auf die Kalifen von Córdoba im 10. Jahrhundert zurückgeht. Diese hatten bereits eine prächtige Residenzstadt außerhalb von Córdoba namens Medina Azahra gegründet, die allerdings kurz danach zugrunde ging. Aber bereits dort und in der Moschee von Córdoba wurde ein sehr reiches System an Ornamentik entwickelt, das über die Jahrhunderte immer mehr verfeinert wurde, bis das seinen Höhepunkt in der Alhambra, vor allen Dingen im Löwenhof, erreichte. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist das Kuppelgewölbe des Saales der zwei Schwestern auf der Nordseite des Löwenhofes. Dort sind unzählige Miniaturgewölbe aus Ziegeln und Stuck zusammengesetzt worden zu einem Gebilde, das an Stalaktiten einer Tropfsteinhöhle oder an eine Bienenwabe erinnern mag. Denn 1492 hat das Königreich Spanien auch diese letzte islamische Bastion im Süden erobert. Die Alhambra wurde nun zur Residenz der katholischen Könige von Isabella und Ferdinand, die auch hier gerne residierten und wohnten. Seit dieser Zeit haben europäische Reisende die Alhambra immer wieder beschrieben, ihre Säle, die Höfe, auch die Gärten, die sie umgeben. Und damit ist der Ruhm der Alhambra über Jahrhunderte hinweg gewachsen, mit einem Höhepunkt im frühen 19. Jahrhundert. In dieser Zeit sind nicht nur Reisebeschreibungen publiziert worden, sondern auch Erzählungen wie die des Amerikaners Washington Irving, der um 1830 sogar einige Zeit auf der Alhambra gelebt hat und der fantastische Erzählungen der letzten Nasridenherrscher einbaute in seine Publikation. So ist eine Art Gewebe entstanden aus märchenhaften Überlieferungen, aus Reisebeschreibungen, dazu hin dann noch Bilder, die entworfen wurden, Grafiken. Also damit ist die Alhambra eigentlich in der gesamten Welt dann bekannt gewesen, sodass als Ziel für die Reisenden die Alhambra viel wichtiger war als die christlichen Monumente Spaniens. So hat sich eine Art Umkehrung vollzogen, denn die frühen deutschen Kunsthistoriker Franz Kugler und Karl Schnase haben in ihren großen Untersuchungen auch die Alhambra einbezogen in den Entwurf einer Weltkunstgeschichte. Und da war die Ornamentik, die hier analysiert werden konnte, eine Art Schlüssel auch zum Verständnis islamischer Formprinzipien. Ähnlich ging auch Owen Jones, ein britischer Architekt, vor, der um 1840 die genaue Bauaufnahmen der Alhambra anlegte und 1856 in seinem Werk The Grammar of Ornament diese Art von Ornamentik überhaupt zum Muster für zeitgenössischen Dekor erklärte. So kann man zusammenfassen, dass innerhalb weniger Jahrzehnte die Alhambra von einem Traumbild der europäischen Literatur zu einem Ursprungsbau der frühen Moderne in Architektur und Design geworden ist.